right, 29er and 49er sailors. Thanks for joining me the other day to splice the first end of your kite sheet. Hallo zusammen, 29 und 49er Sackler. I want to use this opportunity to do the second side of the splice and show you a couple more tricks on how to do that. Since we didn't quite have enough time on that first webinar. So anyways, this is what we spliced the first day with a nice soft whipping here. Das ist, was wir zuerst haben gespliced. Das hier. Und jetzt werden wir die andere Seite zusammen machen und werde euch da noch ein paar Sachen dazu sagen. Als erstes Mal muss man natürlich einen Schot haben, der sich auch dazu eignet. Wir haben jetzt einen Schot, der einen guten Mantel hat und einen guten Kern. Einen Kern, der auch genug Platz innen hat. So, if you see here, what we have here is we have a rope which is suitable for splicing, right? It has a good core which opens up plenty so that you can actually pull the cover into the rope. Also die Schote hier hat genug Platz da innen drin im Kern, dass man da den Mantel einziehen kann. Wenn der Schote hat, die nicht gute Kerne haben, so wie hier, dann geht das gar nicht. Ja? Dann können wir es einfach nicht splicen. Jetzt, wir haben die eine Seite gemacht und jetzt müssen wir die andere Seite machen. Jetzt ist es so, dass sich der Kern eben vielleicht verrutscht hat und dann müssen wir als erstes den Mantel da hier wirklich super wieder stecken. Wir haben vorher gegen vorne gesteckt, aber jetzt kann es sein, dass die andere Seite ein Problem hat. Und da habe ich ein kleines Video gemacht, damit ihr seht, wie man den gut stecken kann. Gut, also, alright, let's look at how we can splice the other side. Nehmen wir die andere Seite führen. Voilà. Was wir werden brauchen wieder ist, we're going to need the wire, the knife, these two threads, and the needle with that really strong Dyneema thread. So don't use this normal polyester thread, but use Dyneema thread. Put this aside for right now. And the first thing that we need to do is we need to measure again the 80 centimeters. Also wir müssen die 80 cm wieder messen, wo wir dann den Kern werden rausziehen. So we need to measure these 80 centimeters. That's for the 29ers and 120 centimeters for the 49ers. So we know where to pull out the core. All right, so in my case, that's here. So we start off with loosening it, indem dass wir da die ganze Sache ein bisschen weicher machen. Hier habe ich immer noch den Knüppel drin, damit sich der Mantel nicht noch zu fest lösen über den ganzen Weg. Wie ihr vorher im anderen Video gesehen habt. Also, jetzt, wie gesagt, das ist das Schwierigste dran. Wir müssen da reingehen. Am besten mit den kleinen Nadeln. This is the most difficult part, right? Gotta get in there. And so, as you see, I just really poke that in, bit at an angle, get in between the fibers, make room. Platz machen ist hier die Devise. Platz machen, Platz machen. And try to make room here. Schaut, dass ihr die Fasern vom Mantel, sobald ihr mal ein Loch gemacht habt, die Fasern vom Mantel auf der einen Seite behaltet, so.
Dann könnt ihr zurück auf die andere Seite. So auftun. Bis ihr dann wirklich unter den Kern kommt. So until you're able to get underneath the core. To kind of working it back and forth. Boom. And one more time. Boom. And look, now I'm almost able to get underneath the core. Jetzt bin ich schon fast unterhalb vom Kern. Da richtig reingehen. Es geht wirklich darum, dass wir die Fasern hier auf die Seite schieben vom Mantel. Auch für mich ist es nicht einfach. Not easy for me either. Get in here, get underneath, and get this core out. Seht da, Mantelfaser schön auf die Seiten runterbringen. So. Jetzt kommt es langsam. Almost there. Again, you need to get underneath, huh? So now I'm finally able to get the thread underneath. Jetzt habe ich die Nadel unten dran gebracht und jetzt kann ich das ein bisschen rausschaffen. So. Voilà. Damit ihr nicht vergesst, wo das ist, später Zeitpunkt könnt ihr hier auch eine kleine Marke dran tun. Also, jetzt habt ihr hier Marken, falls sich da der Mantel wieder verrutscht hat. So. Voilà. Alright. Ah, we did it. Ah, so nice. Okay. Also, jetzt tun wir wiederum die kurze Seite zum Ende her. Tun wir es dort rausziehen. So. Tack. Wie sehen wir, jetzt haben wir, der Mantel hat sich schon ein bisschen verschoben. He? So the cover has already moved a little bit this far. If you want, you can pull this down a little bit. Again, just milking it down. Könnt ihr das zurückschieben, falls ihr ein bisschen wollt. Später sind wir schon wieder am gleichen Ort. Das rutscht einfach ein bisschen hin und her. Aber dann wisst ihr immer, wo das ist. Gut. Jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir, als nächstes müssen wir den Mantel verjüngen. So we're gonna taper. What did we do last time? 15 centimeters. 15 centimeter. Huh? Das Klebe drum. A little bit of tape around. Doesn't take much. And then you can cut it. Again, IKEA ceramic knife works really well for these fibers. Good. Dann können wir weitermachen. Time to taper our cover. Get in there. Seht ihr da, die ersten Phasen sind immer die schwierigsten, weil der Mantel noch sehr dicht ist. Sobald wir es von Fahrfasern draussen haben, wird es einfacher. Das fängt das ein bisschen an, sich auf, ich weiß auch nicht, wie man das nennt, aufhängen. Dann könnt ihr es rausnehmen und dann könnt ihr es wieder verstreichen, dass es schön gerade ist. So. Das nächste müsst nicht weit gehen, so 1 Zentimeter oder 8 Millimeter oder so. Ganzes Bündel rausnehmen. Tack. Verstreichen. So just we're going to keep on tapering this down. It's every couple millimeters. Pulling some fibers out, some strands out. And see this tape here, this just keeps everything locked in place. Das Klebe da, schaut einfach, dass es nicht auseinandergeht. Ihr habt sicher auch schon gesehen, dass je nachdem, welche
welche Fäden ihr nehmt, das eher auseinandergeht oder weniger. Da müsst ihr euch nicht zu fest darum kümmern. Bei gewissen Schoten ist es ein Problem, andere nicht so. Hier ist es nicht so das Problem. So just keep on tapering down. Make sure we really make this nice and smooth. The nicer the taper here, you know, the better it's going to look like when we pull it in. Also hier könnt ihr schon ein bisschen schauen, dass ihr es einigermaßen sauber macht. Wenn ihr es da gut macht, dann geht es auch einfacher rein und bleibt dann auch gut drin. Voilà. So. Jetzt sieht das so aus. He? Diese Fasern. Tun wir die abhauen. This is how it's going to look like. So now we cut these strands off. Again, my favorite way to cut these is you start here and you go down. Kind of hold it this way. Get underneath. Cut. Next. Hold like this. Cut. Das ist wirklich am gäbigsten. Das tut ihr da super ganz schön abhauen. Voilà. Alright. So, most is already done here. Voila. Good. So, next is we're going to pull the cover into the core. Das nächste tun wir den Mantel hier ziehen. Für das müssen wir hier genug weit hinten anfangen, etwa hier gehen. Weil dann, wenn wir sie auftun, wird das alles ein bisschen kürzer, wenn es genug Platz hat. Also, so you'll enter the core here, enter the core here, and come out just behind the mark that we had, okay? So take maybe another 2 inches longer, about here. Dan kunnen we daar ingaan. Gut aufpassen, dass es schön in der Mitte bleibt. Make sure you stay inside the middle all the way. So take your time with this. And go just a touch past this black mark. Ganz wenig weiter als das schwarze. Aber schaut, dass ihr wirklich in der Mitte bleibt hier. He? Wirklich schön in der Mitte bleibt bei dieser ganzen Geschichte. Und dann ist, was wichtig ist, ist, dass ihr auf dieser Seite rauskommt, wo ihr es dann auch einziehen wollt. Also nicht auf dieser Seite rauskommen, sondern auf dieser Seite rauskommen, wo auch der Mantel ist. So it's important that you exit the core on the side where the cover will get pulled into. So that would be this side here, right? So my exit is here on this side and not on that side, but on this side. So go just a millimeter or two past that mark right here. Then we can take the tape off. Put this inside, not too far. Damit das so aussieht, huh? So this is what you want to end up looking like for the time being before you pull it in. And then slowly pull that in, give it a little tug, just gently working it in. Just need to get that first bunch in a little bit and then it gets really easy. Genau. Das ist echt der Anfang, wo manchmal ein bisschen hart hat. Und dann wird es immer einfacher. Und dann schön Säuferli.
Ja, das ist kein Rennen, Wettrennen da. Und so sieht es dann aus. Jetzt da haben wir wiederum das Problem, dass sich der Mantel ein bisschen zurückgezogen hat. Aber das können wir ja ohne Probleme können wir das wieder abmelken, bis es wirklich voll dran ist. Machen wir gerade. So, let's milk this cover all the way down again to where that exit is. So, and you'll see, you'll be able to pull that nicely in. Maybe nochmal, noch einmal. So, hä? Schön schauen, dass es da wirklich ganz satt ist. Just make sure that in this area here, it's just really nice and tight and it's right up to the exit. All right. So we don't want to be seeing a big gap between the cover and the core. We want it to be right there. It comes out and goes right back in again. You can just work that a little bit. Don't go all the way forward. Keep this out still. There you go. So, das ist schon das Schwierigste, was wir bis jetzt gemacht haben. Also, now we have to hold the cover in place with the core so it doesn't come back out again. And as I said, for that we use this super strong Dyneema 1/2 mil twine that will allow us to make a soft whip. Für das brauchen wir unser Dyneema-Faden, wo wir dann da hin und her machen können. Jetzt, was wir heute machen, ist, dass wir nicht so durchgehen, sondern so. Dass wir dann hier oben drüber die Naht haben. Respektive hier oben drüber die Naht haben. So you'd like to make sure that we end up with the stitching across these two right here and here, not on the side. So I call this the top and the bottom. So you want to make sure the whip goes over the top and over the bottom. Können wir hier anfangen. Tack. Durch. Dann geht ihr einmal vorne. So, nicht zu fest ziehen, ist ja noch nicht so fest, hat sich ja noch nicht so fest, aber dann geht ihr wieder hier zurück. Gleiche Loch, wo ihr gestartet habt, geht ihr wieder zurück. Dann könnt ihr da ein bisschen anziehen. Und jetzt sollte es eigentlich schon gut haben. Könnt ihr ein bisschen Zug geben. Jawohl, das hat jetzt auch schon. Und jetzt gehen wir zurück. Gehen wir so, bis hierher. Also ein paar Millimeter, every couple of millimeters. For you American folks, it's like an 1/8 of an inch. Okay, one time. Then back again. Another 1/8 of an inch. And then back again. You can use your board to push down. Je könnt da das Brett brauchen, um runterzudrücken. Passt auf, dass es euch nicht wehtut. Super immer anziehen. He? So. Durch. Nochmal etwa 4 mm. Tack. Durch. Und seht ihr, jetzt komme ich da schön oben drüber. Tack. So, vielleicht noch einmal und dann können wir wieder zurückgehen. So maybe one last one and we can work our way back to the beginning. Und jetzt probiert ihr wieder die gleichen Löcher zu brauchen, die ihr vorher hattet.
den Rückweg. It's manchmal ein bisschen hart. Sometimes it's a little rough. Oh, make sure we keep this baby out. So. Voilà. Also wenn es nicht haargenau im gleichen Loch ist, ist auch nicht schlimm. So if it's not exactly in the same hole on the way back, that's really not a big deal. So don't worry about that. Just make sure you keep tightening the stitch as you work yourself down. So. So. Sauber anziehen. Dann seid ihr dann hoffentlich gleich am Ende da. Ah, jetzt ist es gleich fertig. Alright. Also, jetzt, wie wir das aufhören, ich tue, wie gesagt, gerne einfach den Faden hier reinziehen. So I like to end this by pulling the thread in quite a way. So I kind of go in right next to where it came out, go at an angle like that, go at an angle. So, ziehen. Und dann geht wieder rein. And then right back in again, pretty much at the same place that you almost came out. Again, at an angle. Wieder so, And maybe one last time. Wir aufpassen, dass wir den nicht verlieren. So. Cool, jetzt können wir es abhauen. Gut. Den können wir auch abhauen. And cut off this one as well. Really close. Okay. And now we'll just do one more taper here, opening this all up. Die sauber auftun. Dann können wir die Hälfte abhauen. Cutting off about half of these strands, like that. And now we pull it over. Voila. And that's how that looks like. So now you have a really good stitch here, keeping that in place. And that'll work really nicely through everything. So, a little spot here. Working it. Also, now all we need to do is the loop at the end. So, last time we took a 25 centimeter loop. So, 25 cm haben wir da genommen. Dann haben wir etwa einen 4 cm Oak haben wir gemacht. That was our eye. We start off with the short end going through the long end. Das kurze Ende können wir da unsere Nadel reinstecken. Tun wir das hier durch. Tack. So sieht das aus. Und jetzt müssen wir das andere Ende, das ganz lange Ende, durch den durchziehen. Das müssen wir mal das Ende finden.
Falls ihr da irgendwie noch einen Knüppel drin habt, müsst ihr den natürlich jetzt lösen. Hoppla. Ja, hoffentlich kommt es gleich. Alright. So, as I said, short end through the long end and now the long end through the short end. Jetzt müssen wir das lange durch das kurze durchziehen. Ja? Für das haben wir am besten die größere Nadel. Ich hatte die kleine und die grosse. Jetzt haben wir die größere Nadel davon. Die hier hinten dran durchstechen. Wieder schauen, dass wir schön in der Mitte bleiben von all diesen Fasern. So auf beiden Seiten etwa gleich viele Fasern habt. Ja? Make sure you've got about the same amount of strands on both sides. Now just take the loop and kind of squish it in here. With your thumb, just squish it, make a little bit of room, and push it through. Easier said than done. No, we're kidding. So, de deur. Ich das durchziehen. Jetzt muss man die ganze Shot durchziehen. So now you'll have to pull the whole rope through. Again, be a little bit careful where the taper is so you don't get hooked. Sometimes the fibers like to get hooked on anything that you burnt. So, pull it all the way through. Ganz durchziehen, ganz durchziehen. Bis ihr wieder einen geschlossenen Loop habt. Da hier wiederum aufpassen, ha? Die Phase nicht kaputt machen. So. Jetzt sollte es so aussehen. Könnt ihr ein bisschen ziehen dran. Give it a good pull. Tuck. And now, all we need to do is taper this and pull it in. Jetzt müssen wir es wieder echt verjüngen. So. Das ist ein bisschen einfacher, ha? And now you're on your home stretch. Couple more strands to go. Geht's nicht mehr lang, sind wir fast schon im Finish. Voilà. Gesagt, zum Abhauen. So haben. Tack. Tack. So. Jetzt wieder take our splicing wire. Ein paar Zentimeter weiter. Von hier. Now schön in der Mitte bleiben. Make sure you stay again, once again, in the middle of the core all the way. So. Give it a good pull, make it tight, and come out right behind the cord that you want to pull back in again. So, don't come out here. Das ist nicht gut, sondern wirklich ganz nah, wo das Schwänzchen ist, wo ihr reinziehen.
So. Also so. So really close. Put this baby in. Fold it a little bit. Könnt das mit dem Finger könnt so ein bisschen biegen, dass es schön drinnen bleibt. Und dann reinziehen. Wieder Säuferli am Anfang. Die Faser ein bisschen ergeben. Und dann geht es echt einfach. Ganz Säuferli. So ein bisschen drüber streicheln. Was schön reinzieht. Und dann könnt ihr da gut haben. Dann könnt ihr ein bisschen dran ziehen. Und dann schön, dass da wirklich bis am Schluss alles drinnen ist. Den Teil da noch ein bisschen verjüngen. So. Und jetzt drüber ziehen. Voilà. Jetzt haben wir die zweite Seite gemacht. Second side is done. And your kite sheet is completed. Congratulations. Alright, so I hope this was helpful. Hoffentlich ist das zweite Mal jetzt ein bisschen besser gegangen. Und wir können uns jetzt auf die nächsten paar Splice-Übungen konzentrieren. Merci vielmals